So, heute mal wieder eine kleine Spielerei. So ein Windspinner, Drehteil. Das hier war der Prototyp. Das habe ich noch mal ein bisschen überarbeitet. Das hier unten habe ich abgerundet und ja, dieses Herz ein bisschen tiefer gesetzt. Und jetzt werde ich die Teile noch mal rausschneiden, die überarbeitet. So, das sind die 3 Teile, die ich jetzt dafür rausgeschnitten habe. Also 2 von diesen Ringen. Das ist jetzt aus einem 08er Blech, glaube ich, geschnitten. Und hier halt dann dieses Herz. Ja, der Rückseite ist nicht optimal. Sieht man schon, hängt noch die Schlacke auch dran. Entweder werde ich es wegschleifen oder einfach ein paar Tage in Essig legen. Aber das wird dann quasi aufgebaut wie das hier. Nur eben jetzt mit dem längeren Herz, dass das ein bisschen tiefer hängt. Und vom Aufbau her ist das einfach oben und unten mit 2 Nieten zusammen gemacht. Und da werden diese Kreise hier einfach ja, auseinandergezogen und die 2 Kreise dann miteinander vernietet. Aber das werde ich dann zeigen, weil ich werde es erst noch beschichten und ich gucke mal, ob die Beschichtung dann auch gescheit hält, wenn man das dann nachbiegt. Und genau das wollte ich mal testen. Deswegen jetzt erstmal sauber machen, beschichten und dann geht's weiter. So, ich habe die Teile jetzt ein bisschen putzt, also mit der Flex halt die Schlacke weggemacht auf der Unterseite. Und ja, jetzt werde ich sie mal pulverbeschichten noch. Und dann wird das Ganze eben hier wieder mit diesen 3 mm Nieten dann zusammengenietet. Genau. Ich werde die erst Pulver beschichten und dann biegen und mal schauen, ob das funktioniert. Und diesen Prototypen, den habe ich ja schon gebogen, den werde ich auch einfach mal mit Pulver beschichten. Ja, zum Vergleich. So, die Teile sind jetzt beschichtet. Und jetzt werden die quasi irgendwie so war das. Einfach so auseinander gezogen und so leicht gebogen. Ja, das muss man dann ein bisschen anpassen, auch wenn es zusammengenietet ist. Jetzt mal das eine Teil leicht gebogen und das andere genauso. Genau. Ja, ich habe es jetzt mal grob schon mal gebogen. Ich werde jetzt die zusammen mit dem Herz, quasi das Herz in die Mitte und die Teile außen, werde ich jetzt erstmal hier oben zusammennieten und dann die unteren einfach zusammen
ziehen und auch zusammennieten. So, oben ist es jetzt zusammengenietet und jetzt kann man diese unteren beiden Teile auch zusammenziehen, so ein bisschen. Ja, einfach ein bisschen so biegen, dass sich die auch überlappen und dann eben auch wieder. So, jetzt ist es unten und oben zusammengenietet und jetzt kann man sie noch ein bisschen zurecht biegen, so dass das Herz dann schön in der Mitte ist. Ja, das mit dem Pulver beschichten und danach biegen hat auch sehr gut funktioniert. Also der Lack hat gehalten, ist nirgends abgegangen. Genau. Die DXF-Dateien, die werde ich wieder in der Videobeschreibung zum Download zur Verfügung stellen. Und ja, wem es gefällt, viel Spaß beim Bauen und über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Ciao.